frage mich auch, wie sie das mit dem Level machen werden. Müssen wir unsere Chars in 3-4 Jahren auf 250 leveln, dann kommt ein neues Hero-System raus. Naja, das mit dem Hero-System haben sie sich schon ziemlich verspielt, weil das halt einfach ein komplett nutzloses, separates System ist, ne? Das gibt's jetzt ja schon in quasi nutzlos. Sie könnten es natürlich jederzeit obligatorisch machen, dass du eben doch Hero machen musst, um irgendwann weiterzukommen. Aber eigentlich können sie das nicht, weil das wäre extrem unfair. Imagine, sie würden jetzt Levelerweiterung auf 180 machen, können aber nur Leute machen, die bereits 160 Hero sind. Was ja dann quasi niemand ist. Außer halt ein Typ. Und imagine, dieser eine Typ kann dann leveln und die anderen müssen erstmal monatelang Hero nachholen. Also eigentlich können sie das gar nicht machen. Und noch ein Hero-System. Also das würde dann wahrscheinlich anders heißen, schon klar. Aber noch so ein System, puh. Wäre ich persönlich jetzt nicht so Fan von. 2 solche Systeme zu haben, da muss ich schon sagen, fände ich jetzt nicht so knorke. Ich denke halt, das Klügste wäre, wenn sie mit den Leveln nicht so übertreiben. Das hätte sehr viele Vorteile. Habe ich schon mal gesagt, quasi Koralleninsel, ne? Ist ja von Level 100, was sind die niedrigsten Monster? 140, glaube ich, die direkt nach Mammuts. Und dann hast du halt pro Mob immer 3 Monster. Und das heißt, jedes Mob erhöht das Monsterlevel um 3. Und deswegen geht Koralleninsel von 140 bis 159, weil es halt so viele Monster sind. Und du bei jedem Monster halt immer 3 Level nach oben springst. Aber das muss man ja gar nicht machen. Also warum müssen das immer 3 Level sein? Das ist ja auch eigentlich so ein Relikt der Vergangenheit. Erstens sorgt es dafür, dass vor allem am Anfang und am Ende die Leute so zusammengepfercht sind. Weil halt jeder, der 155 plus ist, levelt bei Kraken. Jeder, der unter 140 ist, würde vielleicht zu Aatrox gehen oder zu Tiger. Also das ist immer so zusammengepfercht, weil du keine wirklich anderen Optionen hast, weil die anderen Monster sind entweder zu hoch oder zu niedrig. Was du stattdessen machen könntest, wäre quasi, die niedrigsten Monster sind alle 140. Dann hast du einen riesigen Spawn mit 140ern. Die nächsten Monster sind 141. Dann hast du einen riesigen Spawn mit 10 Spots oder so zum Leveln, wo alle Mobs auf dem gleichen Level sind. Und das heißt, jedes weitere Mob erhöht das Maximallevel um 1 und nicht um 3. Und das heißt, du könntest jetzt Ratesia hinzufügen. Auf Ratesia gibt es, glaube ich, 6 oder 7 Monster. Und würdest das Maximallevel von 165 auf 172 erhöhen damit. Und nicht von 160 auf 185 oder 180 oder so, was ja wieder so ein Riesensprung ist. Und damit könntest du kleinere Schritte gehen. Die Level müssten halt entsprechend härter zu erreichen sein. Es müsste halt viel schwieriger dann sein, natürlich hochzuleveln. Wenn es nur 7 neue Level gibt und keine 20, müssen diese 7 Level natürlich im Verhältnis deutlich schwieriger zu erreichen sein. Und dann kannst du aber den bestehenden Content von Flive PC, könntest du so noch viel krasser ausdünnen. Junge, wie ist der gestorben, Alter? Er ist so früh losgelaufen. Ich war literally fast bei meinen Chars in der Safe Zone sozusagen. Und dann könntest du das quasi ausdünnen und hättest halt nicht solche großen Sprünge. Der einzige Nachteil ist natürlich, die höchsten Monster wären halt nice, wenn sie nicht auf dem höchsten Level der Spieler sind. Eventuell. Also ich habe ja gerade gesagt, 165 bis 172 wäre halt eine komische Levelerweiterung. Weil meistens sind es ja 5er- oder 10er-Schritte. Also plus 5 Level, plus 10 Level, plus 20. Ich habe noch nie eine Levelerweiterung in einem Spiel erlebt, die 7 Level erhöht. Also da wäre es halt cool, wenn die Monster zum Beispiel 166 bis 73 vielleicht wären und das Spieler, oder bis 176, whatever, und das Spielerlevel dann aber tatsächlich nur bis 75 geht. Weil sonst ist ja quasi höchstes Monster ist ein Level unterm höchsten Spielerlevel. Damit müsste man dann halt aufhören, weil das würde dann natürlich immer weniger Sinn ergeben. Weil dann hättest du halt
auch mehr Möglichkeiten. Mal angenommen, es wäre jetzt wirklich höchstes Level 170 und die höchsten Monster sind aber auch 173. Dann hättest du die Wahl auf Maximallevel oder auf den letzten paar Leveln. Schon ab 165 hättest du die Wahl zwischen 169 hättest du schon die Wahl zwischen Monstern auf 169, geben dir noch maximal XP, 170, 71, 72 und 73. Dann hättest du die Auswahl aus 5 Spots. Bevor Herneos released wurde, und wenn man mal Dungeons ignoriert, hattest du nur Captain Kraken. Und es gab keine anderen Monster, bei denen du tatsächlich realistisch gelevelt hättest. Weil die einzigen, die Sinn ergeben hätten, wären Captain Kraken gewesen. Alle anderen Monster hättest du eine XP-Penalty gehabt, das heißt weniger XP pro Mob bekommen. Und das ist ja kompletter Schwachsinn. Also, das funktioniert dann natürlich irgendwann nicht mehr. Es wäre dann schon cool, wenn sie damit mal aufhören würden, dass mindestens das höchste und im besten Fall sogar die höchsten 2 oder 3 Monster vielleicht tatsächlich höher sind als das höchste Spielerlevel. Und wie gesagt, dafür einfach die Level vielleicht an sich ein bisschen schwieriger machen zu erreichen, also einfach die XP pro Mob verringern. Weniger Level, aber dafür mehr Level-Möglichkeiten. Wäre auch für FEC cool, weil auf FEC ist ja auch so extrem gestaut immer. Bei Mammuts damals, das war ein Kriegsfeld. Bei Mammuts auf FEC 1, da haben legit am Ende, da haben 10 Leute gelevelt, alle AOE, 5 andere haben Party gezogen, auf jedem Channel. Und dann waren einfach 80 Leute bei Mammuts jeden Abend, verteilt auf 6 Channel. Das war wie Blitzkrieg quasi. Sobald du einen Mammut bekommen hast, hast du dich schon gefreut, weil so viel los war. Und sowas würdest du damit halt vermeiden, weil dann gäbe es halt nicht diesen einen Spot, wo jeder hingeht, sondern du hättest dann 3 oder 4 Spots tatsächlich. Und wie gesagt, generell hättest du eine ganze Map voll Monster, die alle sehr nah beieinander sind. Und damit würde sich das viel besser spreaden. Jeder würde zu seinen Lieblingsmonstern gehen. Abhängig vielleicht auch von dem Element, was er auf der Waffe gerade hat, wegen Dungeons und so. Da würde sich das viel besser verteilen, ist meine Prediction. Weil niemand kann bei Aatrox leveln zum Beispiel. Ich meine, klar, bei den niedrigsten Monster würde dann auch keiner leveln. Aber du kannst ja bei der Hälfte der Monster oder bei allen Monstern in Coral Island außer Kraken kannst du ja gar nicht leveln im Endgame, weil du zu hoch bist. Das heißt, diese ganzen Monster sind irrelevant, weil am Ende zählen wieder nur die Kraken. Oder halt Dungeons. Aber stellt euch vor, man könnte nicht in Dungeons leveln, dann wäre es eine absolute Katastrophe. Also da könnte man auf jeden Fall schon kreativer werden. Erstens dafür sorgen, dass es nicht so viele Level werden, eben keine 250 Level. Zweitens könntest du auf so ein Hero-System lange Zeit noch verzichten, zumindest bis Level 200 oder so. Könnte man bestimmt noch 3-4 Level-Erweiterungen stretchen, von 165 bis 200, wenn jede Erweiterung maximal 10 neue Level bringt. Zum Beispiel könnte man es auf jeden Fall noch auf ein paar Jahre stretchen. Dann könnte man sich immer noch überlegen, ob man noch ein anderes System macht. Und generell, wie gesagt, hätte das, finde ich, eigentlich überwiegend Vorteile. Vielleicht auch irgendwelche Nachteile, die ich jetzt nicht so auf dem Schirm habe. Das kann man immer schlecht sagen, bevor es eingeführt wurde. Bis man es tatsächlich mal ausprobiert hat, ist es immer schwierig, etwas Neues einzuführen. Aber mal gucken.